Das Modell GA Poison ist ein Wing, den wir schon am Anfang der Saison in allen Disziplinen getestet haben. Dieser hat nun ein gewisses Facelift erfahren. Zu den Details jetzt mehr. Wir haben von der Outline das gleiche Modell. Wir haben aber eine etwas bessere Profilstraffung. Die Diagonalfalten sind geringer geworden. Und das Ganze ist jetzt mit 3 Schlaufen ausgestattet. Eine vordere Schlaufe und 2 hintere Lenkschlaufen. Diese Schlaufen sind jetzt etwas breiter geworden und sie sind halt im Vergleich zum Vorgänger deutlich dicker und komfortabler abgepolstert. Gleiches gilt auch für die Frontschlaufe an der Fronttube. B- und entlüftet wird weiterhin über ein standardmäßiges großes Ventil. Bekannt vom Vorgänger ist die Leash, die ist groß genug vom Klett, um jedes Handgelenk zu passen, auch im Winter mit Handschuhen. Zudem ist sie mit Gurtband ummantelt und lang genug, dass man den Wing ohne Probleme drehen kann. Der wesentliche Änderungspunkt ist das Material der Fronttube. Dieses wurde gegen ein wesentlich dehnungsärmeres, zugfesteres und stärker gecoatetes Dacron-Material ausgetauscht gegenüber dem Vorgänger, wodurch der Wing insgesamt schon ein steiferes Profil erreicht. Als Flugtuch dient weiterhin das bekannte Triple Ripstop Material, wo auch hier die Hinterkante mit dem gleichen Tuch in Zickzackform gedoppelt ist. Ebenfalls geblieben sind die sinnvollen Verstärkungen an den Tippenden und auch an den weiteren Aufschlags- und Scheuerstellen mit schwerem Gewebematerial. Im Vergleich zum jetzigen Markt hat der GA Poison eine mittlere Profiltiefe und dank der Tuchstraffung haben wir eine Abrisskante, die insgesamt etwas flacher ausfällt. Die V-Wölbung des Poison ist ebenfalls mittelstark ausgeführt. So wie beim Vorgänger ist das Ganze hier hundertprozentig von Tip to Tip ausbalanciert und sehr einfach zu handeln. Dazu kommt natürlich auch nicht nur ein gefühlt leichtes Gewicht, sondern auch in der Realität im Vergleich zu den Mitbewerbern mit 2,55 Kilo ein geringes Gewicht bei 5,2 Quadratmeter. Der Poison liefert einen angenehmen und gleichmäßig hohen Grundzug, sodass hier das Aufstehen auch auf kleineren Boards einfach fällt. Man hat sofort ein gutes Gefühl, man kann sich hier schnell dran festhalten und hochziehen. Zudem lässt er sich inaktiv und auch aktiv sehr früh aufs Feuer pumpen. Beim Startvorgang ist es angenehm, dass die vordere Schlaufe nicht weit weg ist von der Fronttube, sodass man hier leicht unter die Fronttube greift und sofort halt eine ausreichend große Stabilität hat. Diese größeren, weicher abgepolsterten Schlaufen sitzen sehr gut von der Positionierung, was den Druckpunkt anbelangt, und die vordere und die hintere Schlaufe der hinteren Hand sind beide gerechtfertigt. Man könnte diese allerdings halt durch eine breitere Schlaufe zusammenführen. Muss man mal ein paar Meter im Verdrängermodus zurücklegen, zahlt sich hier die schöne Ausbalanciertheit des Wings für den Fahrer oder die Fahrerin optimal aus. Das Ganze ist hier wirklich stressfrei. Bei wenig Anströmung bleibt der Wing halt schön stabil in seiner leicht diagonalen Position. Und auch die neuen Schlaufen haben hier einiges zum angenehmen Gefühl des Poisons beigetragen. Wir hatten zwar vorher schon eine direkte, präzise Reaktion auf den Steuerbefehl über die Lenkschlaufen, dieser ist aber durch die leicht veränderte Positionierung noch ein wenig besser geworden und man erreicht hier so ein intuitiveres Handling. Kombiniert mit dem gleichmäßigen Grundzug entsteht hier für den Fahrer oder die Fahrerin viel Sicherheit. Ein weiterer Effekt, der hier deutlich besser ausfällt als beim Vorgänger, ist dieses leicht gestraffte Tuch der Hinterkante. Das ist insgesamt nicht mehr durchgehend von einem Flattern begleitet. Nur in extremen Situationen oder bei sehr viel Wind
gerät die Hinterkante noch ganz leicht ins Flattern. Wie schon sein Vorgänger überzeugt der Poison definitiv beim Manöver-Handling. Die Kombination aus einer nicht zu dicken Fronttube und dem mitteltiefen Profil erzeugt hier im ganzen Wing sehr wenig Drag, sehr wenig Widerstand, sodass das Führen gerade bei Techs gegen den Wind einfach, also wirklich auch im Vergleich zu anderen Modellen sehr einfach fällt. Dies ist auch der Punkt, warum der Poison eine gute Beschleunigung besitzt und auch eine gute Endgeschwindigkeit erreicht. Ebenfalls auf dem Anwendkurs hier gibt es nichts zu meckern. Klar gibt es halt noch Modelle wie ein Slick mit flacherem Profil oder einem NZ Score, die noch besser am Wind gehen, aber auch im Vergleich der Around Wings ist das hier aller Ehren wert. Die gute Geschwindigkeit und der gleichmäßige Grundzug liefern auch beim Springen insgesamt einen guten Lift im Vergleich. Dadurch, dass er sich sehr einfach über die Lenkschlaufen kontrollieren lässt und er schön ausgewogen, besonders Tip-to-Tip ist auch die Landung, gerade wenn man sich am Anfang befindet, gut zu kontrollieren. Der GA Poison ist ein wirklich ausgewogener Around Wing, der mit seinen wirklich sehr harmonischen Eigenschaften an einen Ozone Wesp V2 erinnert. Er hat auch ein ähnliches Feeling, das ist begründet auf ähnlichen Komponenten, die man hier kombiniert hat, was halt die Position der Schlaufen anbelangt. Die Konsistenz der Schlaufen ist auch sehr ähnlich, die sind beim Wesp noch ein kleinen Tick breiter. Die sind hier minimal schmaler, aber doch deutlich angenehmer und völlig ermüdungsfrei zu fliegen als beim Vorgänger. Was allerdings die meisten Pluspunkte bei dem neuen Poison 2021 bringt, ist definitiv die Straffung des Tuches in der Hinterkante und auch das deutlich steifere Gerüst der Struts, einfach hervorgerufen durch ein wesentlich festeres Dacron-Material der Fronttube und der Querstrut. In dieser Kombination vom gesamten Setup wirkt er nun absolut erwachsen und hundertprozentig konkurrenzfähig gegenüber den Mitbewerbern am Markt. Und das halt mit einem doch im Vergleich gut 20% günstigeren Preis als die meisten Mitbewerber. Wer lieber in dieser Kombination ein Fenster haben möchte, der kann auf das fast gleiche Modell, das Modell Cross, umsteigen. Hier gibt es dann dazu halt nochmal Fenster und einen Diagonal-V-Griff von der Fronttube zur Mittelstrut. Für uns ist das auf jeden Fall eine schöne, solide Weiterentwicklung, die den gesamten Spaß für diesen Wing nochmal gefördert hat.